Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Kennt ihr? Ist aus diesem Buch hier. Begleitet mich fast schon mein ganzes Leben. Wilhelm Busch. Eigentlich ist er einer der Erfinder oder Pioniere der Comics. Die erste Geschichte hier in dem Buch ist wohl seine bekannteste. Max und Moritz. 1865 ist die Geschichte erschienen. Max und Moritz, die beiden hat es tatsächlich gegeben. Und in diesem Video zeige ich euch, wo sie lebten und wie Max und Moritz tatsächlich hießen. Und dazu waren wir im Eichsfeld. Das liegt südöstlich von Hannover und östlich von Göttingen, direkt an der Grenze zwischen Niedersachsen und Thüringen. Hier im sogenannten Untereichsfeld gibt es den Ort Ebergötzen. Und genau da spielt Max und Moritz. Wilhelm Busch wurde in diesem Haus in Wiedensaal geboren. Der Ort liegt westlich von Hannover, so etwa 160 Kilometer von Ebergötzen entfernt. 1841, da war Wilhelm Busch 9 Jahre alt, schickten ihn seine Eltern zum Bruder der Mutter nach Ebergötzen. Der Mann, er hieß Georg Kleine, war Pastor in Ebergötzen. Kleine war ein gebildeter Mann und sollte Wilhelm Busch privat Schulunterricht geben. In Ebergötzen freundete er sich schnell mit dem gleichaltrigen Erich Bachmann an. Der war der Sohn des Müllers und er lebte in der Mühle von Ebergötzen. Wilhelms Onkel, der Pastor, unterrichtete übrigens beide. Und ihr ahnt es, seine Kindheitserlebnisse, das, was er mit Erich Bachmann erlebte oder vielleicht auch nicht, floss später in Max und Moritz ein. Wilhelm Busch und Erich Bachmann, das sind Max und Moritz. Die Mühle von Ebergötzen, das ist die Mühle von Erich Bachmann, dort wo dann ein wichtiger Teil von Max und Moritz spielt. Heute heißt sie Wilhelm Busch Mühle. Früher war das die Bachmannsche Mühle oder Herrenmühle, eine Getreidemühle, Mühle und Wohnhaus in einem. Im Wohntrakt ist eine Wassermühle eingebaut. Angetrieben wurde die Mühle von einem Bach, die Aue. 1528 wurde die Mühle gebaut, bis 1938 wurde sie betrieben. Dann verfiel das Haus, in den 1970er Jahren wollte man es sogar abreißen. Aber ein Förderkreis kaufte das Gebäude, sanierte es und machte ein Museum daraus. Anscheinend fließt hier derzeit kein Wasser und die Mühle läuft wegen eines Defekts auch nicht. Das sind Fotos von 1986, die ich hier damals gemacht habe. Also damals, vor fast 40 Jahren, lief hier noch Wasser. 1846 endete Buschs Zeit in Ebergötzen. Er zog mit der Familie Kleine nach Lütthorst, wo der Onkel nun Pastor wurde. Wilhelm Busch wollte Maler werden, lebte später unter anderem in München. Dort zeichnete er Karikaturen und Bildergeschichten. Aber einige waren keine Erfolge für den Verleger. Als Wiedergutmachung bot er dem Verleger die Bildergeschichte Max und Moritz an. Der aber lehnte ab. Stattdessen kaufte Buschs ehemaliger Verleger Caspar Braun die Geschichte. Ab der zweiten Auflage wurde Max und Moritz ein Erfolg. Heute gilt Max und Moritz als eines der meistverkauften Kinderbücher. Es wurde in 300 Sprachen und Dialekte übersetzt. Max und Moritz und ihre Streiche. Ihre Opfer sind Witwe Bolte und ihre Hühner, der Schneider Böck, Lehrer Lempel und Onkel Fritz. Alles Personen, die Busch in Ebergötzen kennengelernt haben könnte, vielleicht aber auch anderswo. Vom Bäcker werden sie dann beim Brotestehlen erwischt, in Teich eingerollt und in den Ofen geschoben, was sie allerdings überleben. Der letzte Teil von Max und Moritz, der spielt dann in der Mühle von Ebergötzen. Ein Bauer erwischt die beiden, als sie Löcher in seine Getreidesäcke schneiden. Er bringt sie zur Mühle, wo der Müller sie in der Mühle zerschrotet. Das ist jetzt in den Etagen der Wassermühle. Man sieht Getreidesäcke und das Mahlwerk. Her damit und in den Trichter, schüttet er die Bösewichter.
Ja, so eine Mühle ging natürlich auch mal kaputt und dazu hatte man hier sein eigenes Werkzeug. Damit wurde die Mühle wieder repariert. Derzeit ist aber anscheinend niemand da, der die Mühle reparieren kann. Man wartet auf den Handwerker. Und dann gibt es natürlich auch in einer Mühle Mäuse und um die zu fangen, hat man so eine ganze Galerie von Mausefallen. In Max und Moritz heißt es zur Mühle: Ricke, racke, geht die Mühle mit Geknacke. Wie ich schon sagte, die Mühle ist derzeit kaputt. Als wir vor über 20 Jahren hier waren, das war 2001, da lief die Mühle noch. Damals habe ich das Geräusch hier aufgezeichnet. Das ist das Wohnhaus an der Mühle, der Eingangsbereich. Und hier geht's in die sogenannte Gute Stube. Hier steht, dass Wilhelm Busch als Kind hier wohl niemals drin war, denn die Gute Stube, die wurde nur zu besonderen Anlässen benutzt. Das obere Stockwerk mit den Wohnräumen. Wilhelm Busch und Erich Bachmann blieben ihr Leben lang Freunde. Erich Bachmann führte später die Mühle und wohnte hier. Wilhelm Busch kam öfter zu Besuch. Hier sollen die beiden Männer dann gesessen haben. Man erzählte, trank und rauchte. (1896) zog Wilhelm Busch in das Haus des Sohnes seiner Schwester. Der war Pastor in Mechtshausen, das liegt bei Seesen am Harz. Und dort ist er dann 1908, er war 75 Jahre alt und sehr bekannt, gestorben. Und das ist das Pfarrhaus, in dem er in Mechtshausen lebte. Das sind jetzt Aufnahmen vom Grab von Wilhelm Busch in Mechtshausen. Das habe ich 1996 aufgenommen. Ob es jetzt noch so aussieht, kann ich nicht sagen. Das war's von der Wilhelm Busch Mühle in Ebergötzen. In diesem Sinn, tschüss.